Ich bin Chris, ihr seid bei Chris Builds und heute zeige ich euch, wo wir sind, was für Projekte anstehen und was euch sonst noch so erwartet. Chris Builds. Wir sind hier in meiner Garagenwerkstatt, ist eine Garage für ein Auto, also grob 14 Quadratmeter. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet hier, bevor es jetzt losgeht. Die Wände sind weiß gestrichen, der Boden ist lackiert, den will ich eventuell noch mal im Kompletten überarbeiten, weil beim Bau von der Garage noch keiner dran gedacht hat, dass hier eventuell mal eine Werkstatt reinkommt, wo der Boden einigermaßen eben sein sollte. Eine Wand ist schon vorbereitet für ein French Cleat System. Die Absauganlage, die Verrohrung habe ich schon soweit vorbereitet. Eine Heizung ist installiert, die hört ihr hier schon im Hintergrund klackern. Die Elektrik ist gemacht, Steckdosen, Beleuchtung. Hier neben mir ist das Elektrikpanel mit Sicherungskasten und so weiter, das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Auf dem Dach Solaranlage mit 520 Watt, 2x65 Ampere Stunden Akku. Der Solarstrom wird für die Beleuchtung und für die Heizung verwendet, kann umgeschaltet werden von Hausstrom auf Solarstrom. Wenn ich mal nur kurz in der Werkstatt bin und irgendwas lackiere und keine großen Geräte laufen, einfach ein bisschen Beleuchtung. Dafür kann ich den Strom aus der Solaranlage ziehen oder im Sommer wahrscheinlich durchgehend über die Solaranlage laufen lassen. Und damit ihr mal seht, wie es jetzt hier aussieht, machen wir mal einen kurzen Rundgang durch die Werkstatt. Ja, wir fangen vorne rechts an. Hier ist die Elektrik-Ecke, sage ich mal. Sicherungskasten, von außen kommt 230 Volt vom Hausstrom. Das Ganze ist für die Heizung und für die Beleuchtung umschaltbar. Wir haben hier das Netzteil für die Heizung, um von 230 Volt auf die 12 Volt für die Heizung zu kommen. Wir haben hier die Heizungssteuerung mit der Elektrikbox. Habe ich alles verpackt, damit es ein bisschen schöner und aufgeräumter aussieht. Hier ist die Heizung. Kennt der ein oder andere vielleicht von anderen YouTubern. Macht eigentlich ganz gute Dienste hier bei mir. Für die kleine Garage passt es ziemlich gut. Telefonie, Rohrschalldämpfer vorne dran und am Auslass. Die Pumpe, die hört ihr klackern. Hier haben wir den Tank dazu. 10 Liter gehen rein. Mal gucken, wie lange das so hält im Winter. In der Werkstatt sind jeweils 5 Steckdosenpaare verteilt, die jeweils extra abgesichert sind über eine Sicherung. An die Werkbank kommt noch 2 Paar Steckdosen, die nochmal extra über eine eigene Sicherung abgesichert werden. Ja, wir kommen hier von der Ecke, die ich euch eben gerade gezeigt habe, Point of View Style. Gehen wir mal weiter. Hier Materialvorrat, Stahl und Holz für die nächsten Projekte. Werkzeug, alles Mögliche. Ihr seht, ich mache mal einen kurzen Überblick. Steht hier noch rum. Schweißtisch hier auf dem Boden, der wird das nächste Projekt sein, damit der aufgestellt werden kann und schon mal etwas mehr Platz gibt. Hier habt ihr meine Bosch Blau L-Boxen, ganze Werkzeuge sicher verpackt. Das Fahrrad steht noch im Weg rum, da muss ich mir noch einen Platz überlegen. Wird jetzt übergangsweise erstmal hier, vielleicht baue ich mir da auch einfach als Projekt einen Unterstand oder sowas, dass das auch bei Wind und Wetter geschützt steht. Wir haben hier meine Bandsäge Metabo, auch ganz neu, bis jetzt nur aufgebaut, noch nicht benutzt. Daneben meine Schweißgeräte. Mit denen habe ich schon ein bisschen was gebrutzelt, aber da werden jetzt die ersten richtigen Projekte kommen. Dahinter seht ihr meine Ständerbohrmaschine mit Vario Speed auf einem Werkstattwagen, der auf Rollen steht. Wird wahrscheinlich auch alles auf Rollen kommen. Kleine Werkstatt, da muss man ein bisschen variieren können mit der Positionierung von den Maschinen, je nachdem. Hier haben wir meine Bosch Tischkreissäge, auch noch im Karton. Wird auch ziemlich zeitnah noch ein Unterschrank gebaut, damit die auch fahrbar und benutzbar ist. Wir haben hier für die Absauganlage die Staubsauger, dahinter Schrauben und sonstige Materialvorrat noch in Koffern und Kisten. Wird dann auch in die Werkbank hinten, seht ihr hier schon provisorisch auf Böcken, die Arbeitsplatte schon mal für die Werkbank. Ja, hier hinten, am Ende der Werkstatt, im hinteren Teil, hier unten, seht ihr den Kompressor. Der wird noch ein Stück nach links wandern. Rechts daneben kommt dann die Absauganlage hin. Da laufen hier schon alle Rohre zusammen. Im Eck die Akkus von der Solaranlage. Mein oszillierender Spindelschleifer, Kapp- und Gärungssäge. Hier hinten kommt dann die Werkbank hin. Ist jetzt schon provisorisch auf Böcken. Mal die Arbeitsplatte drauf, damit man ein bisschen Platz hat und mal
auch was in passender Höhe arbeiten kann. Hier kommt die French Gliedwand hin für die ganzen Handwerkzeuge, damit man die schnell zugriffsbereit hat. Hier vor die Wand kommt die Werkbank, Schweißtisch hin. Daneben will ich Schweißgerätewagen hinstellen. Ja, die Tischkreissäge wird dann daneben Platz finden. Da bin ich mir aber noch nicht genau sicher, da muss man mal gucken, wie das dann alles zusammenpasst. Die Ständerbohrmaschine und die Bandsäge, Holzbandsäge sollen hier rüberkommen. In der anderen Garage habe ich noch eine Metallbandsäge, die muss dann da auch noch daneben. Jetzt habt ihr gesehen, wie es hier aussieht und was noch alles zu tun ist. Was sind die nächsten Projekte? Das erste Projekt wird der Schweißtisch sein, Schrägstrich Werkbank. Da habe ich mir was überlegt, mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Danach wird in noch undefinierter Reihenfolge ein Schweißwagen gebaut für die Schweißgeräte und die Gasflaschen. Eine Werkbank, wo meine ganzen L-Boxen mit den Werkzeugen und so weiter, Schrauben, diverses einfach in Schubladen Platz findet. Ein wichtiges Projekt ist auf jeden Fall auch noch die Absauganlage und für die Tischkreissäge muss ein Unterschrank gebaut werden. Ihr habt gesehen, was in der nächsten Zeit so ansteht. Im Moment natürlich hauptsächlich erstmal Werkstattaufbau. Danach werden Projekte kommen mit Holz und oder Metall. Da habe ich schon so einige Ideen im Kopf. Das ein oder andere Renovierungsprojekt wird wahrscheinlich auch dabei sein, DIY und alles, was ich sonst meiner Meinung nach finde, dass es sich lohnt zu filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen Ausblick zu bekommen, was hier so passieren soll. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.